Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbaustein-Welt. Heute geht es um den Steuerwagen für den Regionalexpress von Bluebrix und wie der sich bauen lässt. Das will ich euch gerne zeigen. Bevor wir uns heute um den Steuerwagen für den Regionalexpress kümmern, ein Hinweis, nichts Wildes, so eine kleine Veränderung, die ich hier auf meinem Kanal einführen möchte. Es ist immer mal wieder so, dass mich E-Mails erreichen, WhatsApps erreichen, auch bei Facebook im Messenger werde ich hier und da mal angeschrieben. Eine SMS habe ich glaube ich auch schon mal bekommen und immer wieder ging es darum, Olli, ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn du mich mal grüßen würdest während deines Videos. Andere haben geschrieben, ey Olli, ich würde mich freuen, wenn du mal deine Zuschauer in meinem Namen grüßen würdest. Und bis jetzt habe ich das immer nur mit ein freundliches Nein, danke kommentiert oder beantwortet, weil dann meine Sorge ist, dass ich irgendwann mal eine Stunde lang nur sitze und lese eure Grüße, Wünsche, wie auch immer vor oder bin damit beschäftigt, euch zu grüßen. Dann kam auf einmal eine WhatsApp, die war wahnsinnig konkret. Es gab ein Foto, da war jemand drauf, der hatte seine Modelle oder ein paar seiner Modelle, das weiß ich natürlich nicht so genau, im Hintergrund stehen und hatte auch gleich einen passenden Grußtext darunter mit der Bitte, kannst du das denn nicht mal in deine Videos mit einbinden und grüßte deine Zuschauer von mir mit diesem Foto. Da habe ich gedacht, okay, wenn jemand schon so konkret wird, warum nicht? Man kann es ja mal versuchen. Veränderungen, manchmal können sie ja auch nicht schaden. Und wenn es darum geht, dass ich dann jemandem eine Freude machen kann, dann bin ich der Letzte, der Nein sagt. Und somit ist dann relativ schnell die Idee einer Grußbox. Ich habe noch nicht einmal einen richtigen Namen dafür, muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Ich glaube, ich werde das Ding einfach mal Ollis Grußbox nennen und schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ihr dürft mir auf jeden Fall gerne unten in die Kommentare schreiben, ob das was für euch ist oder ob ihr daran teilhaben möchtet, ob ihr da mitmachen möchtet, wie auch immer. Auf jeden Fall wird es das heute, das ist wieder blödes Deutsch, auf jeden Fall wird es das heute das erste Mal geben. Ich werde ganz normal mein Review starten und ganz zum Schluss, nachdem ich mich verabschiedet habe, mache ich dann eine kleine Grußbox, in der wirklich, das sage ich jetzt wie es ist, jeder die Möglichkeit hat, ein Foto von sich zu veröffentlichen oder ich veröffentliche das ja, aber er darf es mir gerne schicken, darf seine Wünsche oder seine Grüße für die Zuschauer mit darunter schreiben, schickt mir das per E-Mail, das Foto bitte sehr hochauflösend, dass ich das hier auch vernünftig mit einarbeiten kann und dann werde ich das nach jedem Video oder nicht nach jedem Video, aber ganz zum Schluss werde ich das dann in mein Video mit einbinden, schreibe eure Wünsche oder Grüße, Kommentare, wie auch immer damit dabei und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich möchte aber gleich sagen, es wird pro Video immer nur einer sein, weil sonst könnte das dann doch ein bisschen extrem ausufern und ausarten. Es wird ja auch mit Sicherheit einige geben, die das nicht unbedingt interessiert. Also, wenn ihr daran teilhaben wollt, dann, wie gesagt, meine Kontaktadresse, Kontaktdaten habt ihr ja unten in der Beschreibung stehen. Ich schreibe dann eine E-Mail-Adresse mit dabei, wo ihr das Ganze dann hinschicken könnt. Ich bin gespannt, wie gut das Ganze angenommen wird. Und wie gesagt, ab sofort, wenn was da ist, werde ich das dann nach den Videos werde ich das dann veröffentlichen, werde ich das posten und dann schauen wir mal, wie ich schon sagte, wo die Reise damit hingeht. So, das in eigener Sache und jetzt kümmern wir uns um diesen kleinen Kasten. Dieser kostet 27,95 €. Es ist der Regionalexpress bzw. der Steuerwagen für den Regionalexpress drin enthalten. Ich bin gespannt, ist er jetzt nun mal wirklich mal ein Zug? Den hat, ich glaube, jeder hat den mal irgendwo fahren sehen. Der Karton, pickepacke voll mit Tüten und Steinen. Was mir hier als erstes auffällt, Haftreifen brauche ich erstmal nicht, dass wieder viele blaue Steine mit dabei sind. Die blauen Steine sind in letzter Zeit, zumindest bei dem, was ich so gebaut habe, ja dann doch immer so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Hier sind es jetzt wieder die ganz normalen Räder und Achsen. Sie liegen lose dabei, was auch immer das bedeuten soll.
ob sie dann eventuell mal ausgetauscht wurden, was ja bedeuten würde, hier müssten in den Tüten auch nochmal Reifen und Achsen drin sein. Ich sehe schon, ja, hier sind Achsen, können die Räder im Grunde genommen ja auch nicht weit sein. Hier sind dann die Räder drin, also muss es dann hier auch nochmal wieder einen Austausch gegeben haben, so wie wir den in der Vergangenheit ja schon öfter mal erlebt haben, dass es da eine Verschlimmbesserung, so wurde es ja angekündigt, der Hersteller hatte sich davon versprochen, längere Laufzeiten, bessere Laufeigenschaften, das schien sich wohl nicht bewahrheitet zu haben. Deswegen hat man dann Räder und Achsen nochmal wieder ausgetauscht. Also das hier dürften die neuen sein, hier sind die alten drin. Ich verteile jetzt mal alles auf meine Teller und Schüssel und dann bauen wir das Ding mal zusammen. Das ging relativ zügig. Ich habe hier auch direkt die Transklierteile. Das scheint so eine Angewohnheit von mir zu sein, die kann ich mir abgewöhnen. In letzter Zeit brauche ich da wirklich nicht mehr zu gucken, was sind das für Qualitäten. Die sind in Ordnung, die Transklierteile seit ein paar Monaten, möchte ich mal sagen, sind nicht mehr so extrem zerkratzt, wie wir das gewohnt waren oder wie wir es hinnehmen mussten. Lieber mal so gesagt, weil es einfach keine bessere Option gegeben hat, außer dann auf Lego zurückzugreifen. Das mit den Rädern hatte ich erzählt. Wieder schöne blaue Teile, die uns das Ganze an Bluebrix erinnern lassen. Und was ich bei Bluebrix noch nicht gesehen habe, die beiden sind mir gleich als erstes ins Auge gefallen, dass wir hier Teile in Leim dabei haben. Ob das Ganze jetzt in Richtung kunterbuntes Bällchenbad abdriftet, da müssen wir uns dann mal überraschen lassen. Aber wie gesagt, hatte ich bis jetzt noch nicht. Auch hier so ein bisschen gelb. Also das Ganze kommt diesmal sehr farbenfroh hier rüber. Wie das farbenfrohe dann zu sehen ist, wenn alles fertig ist, da lasse ich mich überraschen. Und deswegen baue ich jetzt einfach mal los. Bauschritt 36 und der Bauspaß bis hierhin ist vorhanden, wenn auch in Teilen noch zu Grenzen. Ihr habt zu Teilen noch in Grenzen. Ihr habt das mit Sicherheit gesehen, dass hier zeitweise 3 Teile gelegen haben, an denen ich gebaut habe. Das liegt einfach nur daran, dass dieser Vorderteil und der Hinterteil nur so auf 2 Noppen hier erstmal irgendwie dran gepappt werden, damit man schlussendlich auf diese Form hier kommen kann. Wenn ihr noch bauen wollt, macht das nicht. Macht das wirklich so, legt euch die 3 Teile hier hin und baut das in Etappen. Das funktioniert bis hierhin wunderbar, denn erst in Bauschritt 35 bekommt das Ganze so halbwegs Stabilität, dass man jetzt wirklich das Ganze vor sich hinlegen kann, wie es dann auch in der Bauanleitung berücksichtigt ist oder vorgesehen ist. Das funktioniert sonst nicht. Es klappt euch ewig, klappt euch das wieder weg. Also spart euch den Frust, macht das so wie ich und schon ist das Ganze in Ordnung. Wir werfen mal einen Blick hier rein. Wir sehen sehr, sehr viele blaue Sitze und ich glaube auch in Wirklichkeit, also ich bin schon lange keinen Zug mehr gefahren, aber ich glaube mich zu erinnern, dass auch in Wirklichkeit diese Sitze dann doch den blauen Touch haben und somit würde ich sagen, Bluebrix soweit alles richtig gemacht. Bluebrix nähert sich auch so ein bisschen der Ideologie von Lego und nimmt kunterbunte Farben, um zu füllen. Erst habe ich gedacht, hurra, Leim, ja klar, diese Züge haben ja vorne immer diese Laufschrift, dieses so leicht gelblich angehaut, also ist man jetzt hier auf Leim gegangen.
Ich bin dem auf den Leim gegangen, indem ich dachte, das wird eine Laufschrift. Ich drehe es mal um. Durch diese dunklen Translierteile ist das nicht zu erkennen, was hier für eine Farbe hintersteckt. Wenn ich so rumdrehe, seht ihr das sofort. Da lasse ich mich mal überraschen, ob man das dann bis zum Schluss dann sehen kann. Wenn ja, wäre das natürlich ein bisschen ärgerlich, weil das muss nur wirklich nicht sein. Ich glaube, das wäre keine Kunst gewesen, diese ganzen dann auch in Schwarz zu nehmen. Vor allen Dingen, weil man ja doch bei Bluebricks immer sagt, wenn wir eine Farbe haben wollen für ein Bauteil, dann bestellen wir uns das in der Farbe. Deswegen kann ich das mit dem Leim hier jetzt noch nicht so ganz nachvollziehen. Also wie gesagt, Grundidee war von mir, juhu, Sie haben hier die Laufschrift so ein bisschen versucht anzudeuten. Hat nicht funktioniert, weil man sieht das Ganze hier hinter nicht. Vielleicht war das der Grundgedanke. Ich kann es allerdings nicht sagen, aber bis jetzt kann ich sagen, wenn man das jetzt, sie sticht ja ins Auge, wenn man das jetzt jedes Mal sieht, wäre das dann doch ein bisschen ärgerlich. Und um das rauszufinden, muss ich natürlich weiterbauen. Und das werde ich jetzt einfach mal machen. ...71 Bauschritte, von denen 70 erledigt sind und Nummer 68 machen wir jetzt zusammen. Nummer 68 aus dem folgenden Grund. Ich mag das nicht, wenn ein Modell nicht fertig ist und dann hat es schon Räder oder wie bei den Loks die Radsätze darunter. Das ist dann nur eine Quälerei, man will irgendwas anbauen und das Ganze ist dann so elanvoll und rollt weg, weil ne, die Räder sind ja dran, also kann es dann auch wegrollen. Deswegen bei mir das immer als letztes. So, jetzt sind es 71 Bauschritte und jetzt schauen wir uns den mal an. Es gibt eigentlich nicht viel darüber zu sagen, außer Wiedererkennungswert ist definitiv vorhanden. Jeder hat das Ganze schon mal auf Gleise fahren sehen. Also daran gibt es erst einmal nichts zu kritisieren. Man kann ihn erkennen. Wir haben die erste Klasse und die zweite Klasse Abteile hier dann auch, dass man sie erkennen kann. Die sind ja dann immer hier so ein bisschen hochgelegt. Hier die obere und die untere Etage. Was mich aber wirklich stört, und da muss Bluebricks meiner Meinung nach definitiv an sich arbeiten, das ist dieses Erzwingen der Teilezahlen. Man hätte hier ein paar Teile weniger nehmen können und ich denke mal, man hätte uns auch den Preis so geben können. Das wäre überhaupt kein Thema gewesen. Ich versuche jetzt mal ganz nah ranzukommen und dann seht ihr das in den... Ja, ich muss ein bisschen, es blendet hier mit dem ganzen Licht, aber ihr könnt das sehen. Hier in dem Bereich, hier wird gearbeitet mit 1x2 Fliesen, 1x2 Plates und 1x2 Steinen. Hätte man hier eine 1x4 Plate und 1x4 Steine genommen, wäre das Ganze wesentlich stabiler geworden. Ich weiß, einige werden jetzt sagen, das sind aber die Türen, das versaut die Optik. Ein Stück weit ja. Aber dieser Riesenspalt, der sich hier durchzieht, dann hätte man vielleicht hier oben eine 1x8 oder so mit dazwischen nehmen und die ganzen 1er-Steine da nochmal so ein bisschen anders verteilen. Also diese Riesenkante, die sich hier noch über die Türen vorzieht, die mag ich persönlich nicht. Und wenn wir jetzt mal auf die andere Seite gucken, hier ist die auch nicht. Also hier hätte man definitiv nochmal ein Auge aufs Detail werfen können, beziehungsweise sogar müssen. Ansonsten will ich da gar nichts drüber sagen. Er ist stabil, was ich wirklich phasenweise bezweifelt habe. Auch bei dem Dach hier drin, das ist wahnsinnig hohl. Der ein oder andere Stein, ihr habt sowas mit Sicherheit in eurer Restekiste liegen und wenn ihr den baut, werdet ihr auch sofort sehen, was ich meine. Stopft euch da ein bisschen was rein, das macht es euch dann unterm Strich ein bisschen einfacher. Hier sind viele 1x2. Die sind mir dann beim Bauen nach innen reingefallen.
Man hätte hier so eine ganze Batterie im Prinzip 2x4er reinlegen können, 2x6er, 2x8er, wie auch immer. Schmeißt das hier rein, dann wird es hier im Dach ein klein bisschen stabiler, obwohl es ja hier bis zum Schluss oder ganz zum Schluss zu erkennen ist, das funktioniert, was man hier gemacht hat. Die Front als solches von dem Steuerwagen, die ist sehr fragil. Ich kann euch das mal hier abnehmen. Es hält nämlich alles nur an 2 Noppen. Hier ist dann wieder das von mir ewig angesprochene Kompromiss zwischen Festigkeit und Design. Bluebrix möchte das Design, was ja auch völlig in Ordnung ist. Das geht zu Lasten der Festigkeit. Hier sieht man es dann ganz besonders, dass man also wirklich 2 Noppen hat. Da hält dann alles dran. Es funktioniert, das seht ihr. Aber man hätte halt wirklich an einigen Stellen nochmal gucken müssen, dass man die Spalte gerade über der Tür, also das ist wirklich, gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir wirklich gar nicht. Wenn ich die hätte drehen, muss ich mal gucken, ob ich da nochmal was mache. Also das ist schon wirklich riesig. Bei den Achsen, hier haben, was übrigens wirklich phänomenal ist, selbst die zugelegten sind zu viel. Also da hat sich einer verzählt, wer auch immer das gewesen ist. Hier vorne wird wieder mit den Kreuzachsen gearbeitet. Wer das jemand schon mal gemacht hat, und ich denke mal, das werden die meisten sein, die jetzt hier gerade gucken, die sind und bleiben zu kurz. Ich weiß nicht, wo das Problem ist, da mal zu sagen, macht eure Maschine, macht eure Spritzgussform doch mal ein klein bisschen anders, dass diese Achsen ein paar Millimeter, 1 oder 2 Millimeter länger werden und alle, aber wirklich alle sind auf einmal glücklich. So ist wieder das Problem, man muss die Lego-Achsen nehmen, damit das dann alles gescheit irgendwann mal dreht und auch auf der Anlage fahren kann, für die, die es fahren lassen möchten. So, gefehlt hat mir zum Glück nichts, übrig geblieben ist so einiges. Meine Radsammlung wird immer größer, weil es ist ja dann wirklich erschreckend, wie oft mal neue und andere Radsätze mit dabei gepackt werden. Kann ich dann irgendwann mal einen Handel mit Lego-Rädern, nee, Lego-Räder sind es ja nicht, aber mit Eisenbahnräder starten. Das ist wie mit den Haftreifen, auch die werden immer mehr. So, was haltet ihr denn von dem Ganzen? Gefällt euch das? Also ich sehe, dass das Ding immer ausverkauft ist, also vermute ich mal, wird es eine Menge Interessenten geben. Auch einige, die hinten dran stehen, mich natürlich auch. Ich freue mich darauf, das Ganze jetzt im Regal ein bisschen wachsen zu sehen. Ein Waggon fehlt jetzt noch, den machen wir aber nicht heute, da kümmern wir uns ein andermal drum. Und deswegen bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen, außer danke, dass ihr mir zugeschaut habt, dass ihr mir eure Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt habt. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr gerne den Daumen hoch betätigen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dafür gibt es nochmal einen Daumen, der zeigt nach unten. Auch den dürft ihr dann gerne betätigen. In die Kommentare könnt ihr mir gerne reinschreiben, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen. Den kleinen verlinke ich euch natürlich da unten drin. Ihr wisst, das sind Affiliate-Links, da brauchen wir kein Geheimnis drauf machen. Wenn ihr darauf klickt, darauf was kauft, kriege ich einen kleinen Pfennig in mein Portemonnaie, kann davon mal wieder ein Set holen und euch das Ganze vorstellen. Euch kostet das aber nichts. Das wisst ihr alles, das hätte ich im Großen und Ganzen gar nicht erklären brauchen. Ab und zu kann man es aber gerne mal machen. Wenn ihr kein Abo habt, dann dürft ihr das auch gerne hinterlassen. Freue ich mich natürlich mit der Glocke. Das wisst ihr. Klickt ihr die an, kriegt ihr die Nachricht über das nächste Video, was hochgeladen wurde. Bis zu meinem nächsten Video. Da wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt bitte gesund und ich wünsche euch ansonsten jetzt noch einen schönen Tag.